Jo, was geht ab, Leute? Euer Senat Gashi. In der heutigen Folge bin ich in Bangkok, in der Hauptstadt von Thailand, einer der größten Metropolen auf der Welt. Ich werde euch hier ein bisschen die Kultur zeigen und außerdem ist heute eine Special-Folge. Ich werde euch ein bisschen von meinem Freund Aytekin Toy erzählen. Der Mann, der immer in meinen Videos dabei ist, aber keiner weiß, wer er ist, der ihn nicht kennt. Aber heute werdet ihr alle kennenlernen und es wird heftig, es wird brutal. Kommt einfach mit. Hey yo, esta más sosta, esta escena casi Refluencer, get ready, get ready, get ready. Schüsse, Machtkämpfe, Hochsicherheitstrakt. Er verbrachte über 5 Jahre hinter schwedischen Gardinen. Und damit meine ich nicht Ikea. Es geht um Aytekin Toy. Vom Gangster zum Geschäftsmann, vom Geldeintreiber zum Unternehmer. Er war kein Statist im Nachtleben, er war eine Ansage. Auf den Kölner Ringen kannte man seinen Namen. Schutzgeld, Erpressung, Türsteherszene, Rotlicht und noch vieles mehr. Wo er auftauchte, wurde bezahlt. Und wenn nicht bezahlt wurde, ist es eskaliert. In dieser Episode zeigen wir die Vielfältigkeit von Bangkok und die noch tiefere Vielfältigkeit des Aytekin Toy. Schaut einfach zu. Und während ich euch hier Geschichten erzähle, ist der Abi am Gas geben. Boom. Das Gym hier sieht ein bisschen spartanisch aus. Dafür ist die Aussicht aber ziemlich geil. Aber die Ausstattung von Gym ist ziemlich fragwürdig, ja. Ich würde sagen, ja, komisch. Aber es sollte mal reichen zum Warmwerden. Das Hotel hat auch so einen netten Sandsack und Handschuhe sind auch da. Vielleicht fange ich mal damit an. Handschuhe, Leute, sind 8 Unzen. Damit kann man auf jeden Fall ein bisschen Schaden anrichten. Schön locker warm machen am Sandsack. Ein bisschen Cardio-Training, ein bisschen Muskeln aufwärmen und dann geht's los. Okay, Leute, wir haben hier auch anscheinend einen berühmten Chinesen. You check your chance, friend. Yeah. Fuck, man. It's a song with me. Song with you. Yeah, man. Okay, bro. Okay, bro. But you know this one? Fuck, man. Ich hab mein... Boah. Okay, sein Boxen ist nicht so gut. Yeah. That's not so bad. Yeah. I'm no bad that way. Sure for you. Show me, bro. Show me. Oh, this is... You was Chippendale before? Auf diese Episode, Leute, freue ich mich irgendwie besonders. Es wird nicht nur kulinarisch, es wird nicht nur wissensreich, es wird auch informativ. Und es wird sehr, sehr lustig vor allem. Unser erster Stopp ist Watanapanish, die wahrscheinlich am längsten kochende Suppe auf der ganzen Welt. 50 Jahre. Ich will euch alles darüber erzählen. Dann erstmal, let's get it on. Was ich an Thailand besonders zelebriere, beziehungsweise feiere und ich mich heute ziemlich klug anhören will, ist, es gibt überall einen Tempel und die Götter werden hier geehrt. Ich liebe es. Lasst mich euch noch eine kleine Sache erzählen. Der Verkehr in Bangkok ist wirklich heftig, ja. Und ich meine damit nicht der Geschlechtsverkehr, der bestimmt auch, aber ich meine der Straßenverkehr. Deswegen, der sauberste und beste Weg ist es hier, einen Roller zu mieten, ja, oder einen Roller zu buchen mit der Applikation Bolt. Ich sage euch, Leute, Thailand ist einfach ein surreales Land. Es ist die Gegenwart, es ist die Vergangenheit und es ist die Zukunft. Man hat hier alles, was man braucht und vor allem, was man nicht braucht. Ich liebe es. Wo sieht man sonst siamesische Zwillinge? Es gibt ein albanisches Sprichwort. Ohne Orientierungssinn sieht man mehr von der Welt. Es ist nicht albanisch, aber meine Schwester hat es mal zu mir gesagt. Hier zum Beispiel sehen wir diesen schönen Markt. Den hätten wir sonst niemals wieder gesehen. Wie geil ist das denn? Ich liebe es. Diese ganzen Local-Märkte, geiles Essen und diese wunderschönen Tempel. Und hier haben wir auch diese Touristen, das ganze Land beschmutzen, kaputt machen und verunreinigen. Das nennt man wohl eine Sackgasse. Hoffentlich sind hier keine Ladyboys. Was gibt es Schöneres, Leute? Einfach mal spontan ganz woanders ankommen, als wo wir ankommen wollten. Doch trotzdem fühlt sich an wie ein Ziel. Ich sollte Poet werden. Aytekin Abi, erinnert dich das Ganze auch ein bisschen so an den Kölner Rhein? Ja, schon, natürlich. Außer, dass der Dom noch fehlt. Aber ansonsten, ja. Was findest du schöner, Bangkok oder Köln? Ich bin in Köln aufgewachsen. Natürlich, Köln ist meine Stadt. Natürlich liebe ich auch Köln, aber hat sich halt viel verändert. Hier, Leute, könnt ihr euch von Johnny Depp durch ganz Bangkok fahren lassen. Mit so kleinen Booten. Auch sehr romantisch. Du warst ja jahrelang einer der meistgefürchteten Menschen in ganz Deutschland. Warst einer der Köpfe in den Kölner Ringen, musstest lange hinter Gittern
wurdest abgeschoben in der Türkei, hast wieder aufgebaut, bist zurückgekommen und bist zum erfolgreichen Geschäftsmann geworden. Ja? Was war für dich die schwierigste Zeit im Leben von diesen Phasen? Ja, die schwierigste Zeit natürlich Gefängnis, dass man eingesperrt ist. Man sagt ja mal auch, wenn man auch im goldenen Käfig ist man trotzdem unglücklich. Klar, die Zeit war natürlich schwer, aber die schwerste Zeit war natürlich in der Zeit, dass ich meinen Vater und meine Mutter verloren habe. Und das war eine der schlimmsten Zeiten für mich. Was hast du im Gefängnis über dich selber gelernt? Über mich gelernt, dass sich für nichts auf der Welt eigentlich, außer natürlich Ehrensachen, Gefängnis lohnt. Das habe ich gelernt. Nichts. Kein Ferrari, kein Bugatti. Das Ganze, was wir da hatten, oder die Macht. Ich sage immer, die größte Sucht der Welt ist Macht. Und nicht irgendwie Drogen, Zocken oder Alkohol, was ich auch nicht beschönige, aber Macht ist schon eine heftige Droge. Als du im Gefängnis warst, hast du viel Beistand gehabt von Freunden, mit denen du vorher feiern warst, Party gemacht hast und schöne Zeit hattest? Waren die auch in schlechten Zeiten gestorben? Ja, natürlich nicht. Auch im normalen Leben, wenn du erfolglos bist, dass die Leute dann nicht da sind. Aber wenn der Erfolg da ist, dass du da bist. Nein, wenige waren da, aber nicht viele. Aber die wenigen, die da waren, sind immer noch da. Dadurch bist du halt auch nicht mehr offen für neue Freundschaften. Wenig offen. Weil du diese Enttäuschung auch dein Leben lang mitnimmst. Stimmt das? Lässt man was da von sich selber im Gefängnis? Ja, natürlich. Über die Jahre lässt man natürlich was da. Man lässt die Jugend da, man lässt Träume da und viele Sachen da. Aber man kann immer wieder neu beginnen, egal in welchem Alter man ist. Man sagt ja, entweder gehst du mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ich sehe, dieses Thema liegt Aytekin Abi sehr schwer auf den Magen. Mir liegt auch was schwer auf den Magen, weil ich habe Hunger. Ja? Und da reden wir weiter über das Thema. Und Leute, eine Sache, glaubt mir. Es gibt nichts, was Thailänder mehr lieben als Geld. Schaut euch das an. Oh, gut. Aber lasst mich euch eine Sache erzählen, Leute. Das ist auf der ganzen Welt so. Nur in Thailand kann sich jeder diesen Luxus von Korruption eher leisten als woanders. Wie hat sich Deutschland für dich verändert, seitdem du dort gelebt hast im Vergleich zu jetzt? Ja, ich bin ja selten da, aber das, was ich mitbekomme, ist, dass natürlich Kriege Metropolen noch ändern. Und dementsprechend auch verschiedene Kulturen dorthin kommen, wo unsere Frauen oder die Frauen die dort leben oder auch die Jugendlichen ganz andere Ansichten haben, auch Sicherheit haben. Und deshalb, also nicht zum Positiven, definitiv nicht. Es sind so viele unzufriedene Leute auf der Welt. Schau mal auf die Straße, was da läuft. Also jeder ist am Weinen wegen irgendetwas. Leute einfach random auf der Straße angehalten und dieses krasse Gym gesehen. Hier hängt man die Boxhandschuhe nicht an den Nagel, hängt man sie in die Lampe. Einfach random ein neues Gym entdeckt. Vielleicht drehen wir hier mal Ringfluencer, Crew Dam. Ja, aber cooles Gym, Red and Black, Albanian Style. Aytekin, du hast ja auch eine Liebe zum Kampfsport. Woher kommt das? Also mich beeindruckt in Thailand natürlich, dass es überall Gym gibt und überall man trainieren kann. Und dass es auch gefördert wird. Und dass die Leute das eigentlich auch machen, um runterzukommen. Also ich sehe keine Aggressivität in Großstädten wie Bangkok. Also nicht wie in Europa oder in der Türkei, dass die Leute so aggressiv sind. Aber hier gibt es diese Aggressivität gar nicht. Ich glaube, durch diesen Sport wird es auch genommen. Hier sieht man schon mal die ganzen Medaillen, die ganzen Preise. Und das hier ist der Besitzer, Dam Srichan. Deswegen heißt auch Crew Dam Gym. Crew heißt Trainer. Da ist er sogar, Leute, da ist er. Was in Thailand auch geil ist, solange jetzt übrigens keiner davon lernt, ist Datenschutz. Wir können einfach überall hingehen, einfach aufnehmen. Da kommt keiner und sagt, geh raus, wo ist die Erlaubnis, wo ist das Geld? Ich kenne deinen Onkel. Und hier gehst du einfach rein, nimmst auf. Und die Leute sind froh, glücklich. Ich liebe es. Jetzt zur Suppe. Ich will mich ja hier nicht zum Kasper machen, zum Suppenkasper. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take. Hier sind wir angekommen, Leute, bei dem Suppenplatz. Die Geschichte ist heftig, aber die Geschichte von Aytekin könnte noch heftiger sein. Vielleicht versalzt es das die Suppe oder versüßt sie. Schmeckt beides gut, süß-sauer. Der Laden ist so voll, dass wir sogar warten müssen. Alle sind gespannt. Da waren sogar Chinesen große Augen. Hier haben wir die Suppe, Leute. Schon so lange gekocht, über 50 Jahre. Und der Typ ist nur 30. Er hat schon vor 20 Jahren angefangen, bevor er geboren wurde. Unglaublich. Family Tradition. I love it. Und jetzt, Leute, zur Geschichte vom Laden.
Ein ständig weiterkommender Brühentopf. Das Restaurant ist weltberühmt dafür, dass eine riesige Rinder- und Ziegenbrühe seit mehreren Jahrzehnten ununterbrochen köchelt. Jeden Tag wird etwas von der bestehenden Brühe genommen, neue Zutaten, zum Beispiel frisches Fleisch, Knochen und Kräuter, werden hinzugefügt und am Ende des Tages wird ein Teil der Suppe wieder in den Topf zurückgegeben für den nächsten Tag. Es ist ein Familienbetrieb mit Geschichte. Das Geschäft wird seit Generationen betrieben. Die Brühe begann schon bei der Gründung als kleiner Straßenstand durch den Großvater und wurde über Jahrzehnte verfeinert. Heute ist Suppe nicht nur in Einheimischen beliebt, sondern auch bei kulinarischen Touristen. Ein richtiger Hotspot oder Hotpot. Und da haben wir die Suppe. Sehr lecker. Das Fleisch ist auf jeden Fall sehr, sehr zart und man schmeckt die ganzen thailändischen Gewürze raus. Also nicht umsonst ist es so ein Hotspot hier. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzufahren, eine Stunde. Das ist eine tiefe, dunkle Soße, ja. Das kommt durch das Protein und durch das Kollagen. Und dadurch entsteht ein Karamellisierungsprozess. Deswegen wird es so dunkelbraun, ja. Man schmeckt die chinesischen Gewürze. Es schmeckt sehr reich, auch von dem Fett, weil es gekocht wird und Fleisch ablöst und dann quasi in die Suppe reingeht, ja. Hat man verschiedene Texturen drin. Wow, wow, wow. Wow, Leute, schaut euch das hier an. Ein kleiner Stand. Und alles natürlich sehr steril und sauber. Und Leute, nach 2 Stunden Autofahrt zeigte uns Aytekin Abi einen Platz der Extravaganz. Schaut euch einfach dieses Ding an. Alice im Wunderland trifft auf Bangkok. Hier ist die High Society von Bangkok. Man sieht teure Luxusschlitten und drin eingerichtet. Wie gesagt, wie bei Alice im Wunderland trifft auf Gay Parade. Ein krasser Laden. Abi, du hast im Leben schon viel Erfolg gehabt, aber auch viel Misserfolg, ja? Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg heißt für mich, dass man reisen kann auf jeden Fall, definitiv. Reisen kann, wo man möchte, die Leute, die man halt gerne hat und liebt, die glücklich zu machen, denen das zu ermöglichen auch. Oder auch Freunden zu ermöglichen, die man sehr gerne hat. Das ist für mich Erfolg. Und ich finde, Leute, die reich sind, sind Leute, die Zeit haben. Also für mich ist reich sein, selbst zu entscheiden, wann man schläft und selbst zu entscheiden, wann man aufsteht. Das ist Reichtum für mich. Und nicht nach Leuten gehen, die dann sagen, dann und dann da sein muss und dort und Termine. Das ist kein Reichtum. Ich sage immer, Gesundheit natürlich ganz klar Nummer 1, aber die Zeit ist das Wichtigste im Leben. Erfordert Erfolg auch Opfer, die du bringen musst, um zum Erfolg zu kommen? Ja, natürlich, klar. Am teuren Preis. Ja, natürlich. Jeder bereit Das, zu nein, gehen. den Preis habe ich natürlich auch gegeben. Mit Jugendhaft und generell mit Knast habe ich fast 9 Jahre hinter mir. Ich habe Jahre verloren. Weißt du, und wir sind ja auch keine wie heißt das? Das wäre Papagei oder keine Ahnung, die 150 Jahre leben. Also wir sind ja Menschen, es kann ja von heute auf morgen vorbei sein. Und 9 Jahre ist eine lange Zeit. Meinst du, der Knast hat dich stark zurückgeworfen? Hättest du was besser gemacht, wenn du nicht im Knast gewesen wärst? Das weiß man ja nie. Manchmal verpasst man den Bus und der ganze Lebensweg ändert sich. Man weiß ja nie, was passiert wäre. Es ist so, dass ich halt diese Zeit hinter mir habe und es wurde auch darüber berichtet, aber ich habe auch nicht viel darüber geredet danach, weil ich keine Lust drauf hatte. Es sieht nur so aus, dass man halt nach einer Zeit auch mal, dass auch Schluss sein muss. Es gibt, wie ich jetzt mitbekomme, auch bei TikTok, von meiner Generation, dass immer noch mit irgendwelchen Jugendlichen ins Ring steigen und boxen und machen und tun. Und man es muss auch mal Schluss sein. Und dass man verbal die Leute beschimpft. Und ich sage immer, jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Nur es kann ja nicht sein, dass man dann verbal Leute beschimpft, dass man Leuten schadet. Nicht nur das, die Jugendlichen nehmen ja auch solche Jungs mittlerweile als Gangster, als Vorbild. Und das ist ja kein Vorbild dann, das so zu machen, okay? Und deshalb habe ich nie Lust gehabt, solche Sachen zu machen, dass man sich da beschimpft, macht und tut. Okay, die suchen irgendwie diese Action wieder, aber ich finde, das ist einfach nur, ich finde es einfach nur für meine Meinung einfach nur lächerlich. Du hast ja in deinem Leben schon sehr einflussreiche Leute kennengelernt, von Staatsanwalt bis zu Mafia-Bossen, ja?
Und von denen hat ja wahrscheinlich auch keiner geschimpft und rumgegangen. Waren alles sehr nette, charismatische Typen bestimmt, oder? Ja, die klassischen Leute, die halt, wo du schon sagtest, ob Politiker oder Mafiabosse und so, die siehst du nicht so rumschreien und rumfluchen. Das sind die, die wirklich auch sehr feine Menschen sind, die sich auch dementsprechend verhalten. Nur wenn es darauf ankommt, den Assi aus sich rausholen. Ja, natürlich, wenn es sich natürlich auch lohnt, klar, natürlich. Wenn die anderen Fehler machen. Ohne Grund passiert ja auch nichts. Ohne Grund passiert nie etwas im Leben. Es hat immer einen Grund. Ich habe ein Lieblingssprichwort. Es wächst nicht zufällig eine Rose im Winter und sagt, es ist die falsche Jahreszeit. Nein, definitiv Oder nichts nicht. aus dieser Welt passiert. Nein. Ohne Grund passiert hier gar nichts, nein. Die Menschen in Deutschland, ja. Siehst du eine Veränderung zu den früheren Deutschen von vor 20 Jahren und den Deutschen zu jetzt? Ja, früher gab es natürlich auch Ausländerfeindlichkeit, was ich selber nicht so erlebt habe. Aber es wurde verdeckt drüber geredet. Jetzt ist ja mittlerweile ganz offensichtlich, dass man über Ausländerfeindlichkeit spricht. Ich als Türke denke mir auch manchmal, wenn ich so schaue, was da abgeht, würde ich das auch so machen, würde ich auch lieber die Rechtsradikalen wählen, weil die auch genau, man macht es ja auch einfach, wie gesagt. Man muss auch selbst was dafür tun. Man kann sich nicht nur beschweren. Man muss auch eine Lösung finden. Man muss auch mal Hand zu Hand halten und auch mal auf das Problem zugehen und drüber reden. Nicht einfach nur lästern, nur machen, nur schreien. Ja, es ist leicht zu sagen, ich bin Türke, ich liebe mein Vaterland. Du nimmst einfach eine Fahne, sagst Türkei, das ist leicht alles zu sagen, weißt du? Oder einfach sagen, ich bin jetzt ausländerfeindlich und bin jetzt rechts. Das ist keine Lösung. Meinst du auch, dass die Nachrichten die Leute in diese Richtung lenken, Ja, so zu denken? 100 Dass da künstlich ein Feindbild geschaffen wird? Hundertprozentig natürlich. In unserer Zeit. Wie der Islam zum Beispiel oder zum Beispiel, der Islam kriegt sehr viel ab, ja? Ja. Und auch natürlich die ganzen Flüchtlinge. Ist das vielleicht auch von den Politikern so dahin gewollt, um das Volk abzulenken von ihren eigenen Scheiße, was die tun? Ja. Weil die ficken ja das Land am meisten. Das sind ja nicht der Moslem, der mit dem Messer rumläuft, dass die Ökonomie in Deutschland schwach wird. Ja, natürlich nicht. Ja klar, das wird halt so hingebogen, dass man einfach den Blick, den Zoom da drauf hat. Dass man auch sagt, dass man der Islamfeindlichkeit. Nein, überhaupt nicht. Also, wie ich schon sagte, man muss keinem Glauben angehören, um ein guter Mensch zu sein. Also ich sage immer, es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Die schlechten Menschen muss halt fernhalten. Aber was sollen die Jugendlichen auch jetzt machen mittlerweile? Wie gesagt, die haben so viel Böses bekommen die mit. Kriege, Covid und Naturkatastrophen. Und jetzt auf einmal, ist ja jetzt ganz aktuell, was mit den Kindern passiert ist, was die Politiker da machen. Also, dann sagen die auch, ja, an was soll ich jetzt glauben? Ist das eine gängige Methode in der Politik, dass Politiker von Leuten erpresst werden mit Sexvideos, mit Aufnahmen mit Kindern, pornografischen Inhalten und sowas? Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr. Realität. Das ist die Realität, nicht nur bei der Politik, auch im normalen Leben ist das mittlerweile Realität. Ich würde den Jugendlichen einen Tipp geben und vor allem den Mädels und den Jungs, dass sie immer aufpassen sollen, was sie machen, wie sie es machen. Und wenn sie ihr Handy mal auf Seite tun oder andere Leute, dass sie nicht dabei aufgenommen werden, sich auf jeden Fall nicht bedrohen lassen, dass sie trotzdem, auch wenn sie einmal Stress bekommen zu Hause, zum Vater oder zur Mutter gehen und einfach sagen, was für eine Situation man ist, weil wer einmal sich bedrohen lässt sich immer weiter bedrohen, definitiv. Also sind viele Sachen, meinst du, so gar nicht gemeldet worden? Viele Leute aus Scham tun das gar nicht. So sieht's aus. Viel mehr wie Ja, natürlich, so sieht's aus. Dann kommt man nicht damit klar. Dann nehmen sie Alkohol, dann nehmen sie Drogen, was mittlerweile sehr, sehr leicht ist zu finden. Weißt du? Unsere Stärke war in unserer Gruppe, dass wir nie was mit Drogen zu tun hatten, nie mit Alkohol zu tun hatten. Wir haben Sport gekannt, es gab nur ein paar Clubs, paar Boxclubs wie Bayern 04 Leverkusen oder Kalker Faustkämpfer oder ein paar Karate-Schulen. Das haben wir nur aus Bruce Lee-Filmen gekannt oder durch Muhammad Ali, weil unser Vater nachts irgendwie morgens aufgewacht ist und Muhammad Ali-Kämpfe gesehen hat. Und dadurch sind wir zum Kampfsport gekommen. Aber keiner hat uns gefördert. Wir sind alleine hingegangen, mit dem Bus zu Fuß, mit Freunden. Haben selber Geld bezahlt oder irgendwie gespart, dass wir auch boxen können. Aber es hat uns keiner gefördert. Mittlerweile fördern die Eltern ja auch die Kinder. Aber das ist schon zu viel Förderung, so dass sie gar nicht mehr kämpfen müssen für etwas. die Kinder werden eigentlich schwächer, weil sie kriegen alles dahingestellt, das ist gar nicht. So sieht's aus, natürlich, so sieht's aus, definitiv. Mathematik auch. Das Wichtigste in Mathematik ist nicht das Ergebnis, sondern der Weg dahin. Der Weg dahin, natürlich. Und an den Kindern wird ja alles so
hingelegt. Ja? Die wissen gar nicht eigentlich, auch mit ChatGPT, da müssen sie nicht mehr so viel nachdenken. Genau. Früher die Leute waren zum Beispiel Rechengenies, dann kamen die Taschenrechner, dann ist das schon so ein bisschen langsam verwischt. Ja. Und mittlerweile heute auch, das ChatGPT nimmt ja... Ja, unsere Generation, wir sind die zweite Generation. Unsere Eltern haben es auch schwer gehabt. Die haben einfach ihr Land verlassen, Mutter, Vater verlassen, Freunde verlassen, sind in einem Land gekommen, wo es vor 20 Jahren noch irgendwelche Juden vergast worden sind. Und dann haben sie neu angefangen. Aber die wollten ja auch nur eine kurze Zeit. Die waren ja als Gastarbeiter, wie das Wort schon spricht, Gast. Du bist Gast bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn du dann länger bist, bist du ein ungewollter Gast. Und das war der Punkt, dass man dann gesagt hat, ja okay, die gingen ja nicht weiter. Die haben einfach ihren Glauben wollten die weiterleben, konnten die nicht. Die haben kein Deutsch gekonnt, die konnten kein Deutsch. Sie sind zwar zu den Elternsprechtagen gegangen, aber wir haben denen was ganz anderes übersetzt, wie der Lehrer das gesagt hat. Wir waren die Übersetzer. Ne, solche Sachen. Also auch in meinem Alter, die Mädels, frag mal nach, ob die überhaupt schwimmen durften. Die durften gar nicht zum Schwimmbad. Unsere Geschwister oder von Bekannten, die Töchter. Und deshalb war es ganz, ganz anders, ganz andere Generation. Heute ist es so, dass man es wirklich leicht macht. Wie schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mich an der Hand gehalten hat, mich zur Schule gebracht hat oder mein Vater meine Tasche getragen hat. Oder. Ne, mittlerweile, ich habe ja selber ein Kind und wenn es dir dann schlecht geht, irgendwie, ich das nur mitbekomme, rufe ich sofort die Mutter an. Sage, geht's dir eigentlich gut? Ich mache mir selber Sorgen, weil wir machen es einfach zu leicht. Also meinst du, vielleicht haben die Eltern früher recht gehabt? Wo man die früher so belächelt hat und gedacht, die Eltern, die sind altmodisch, die haben keine Ahnung. Ja, die haben auf jeden Fall haben die recht gehabt, natürlich. Und deshalb sollte jeder seine Mutter, seinen Vater immer ehren, weißt du? Es ist sehr leicht, 3 Sekunden einfach Guten Morgen zu schreiben oder ein Herz zu schicken. Das ist sehr, sehr leicht. Und am Tag beschäftigt man sich mit so viel dummes Zeug. Dann, wenn es dann zu spät ist, dann die Eltern mal nicht leben oder der Vater, dann ist das Geheule, das Geschrei auch sehr laut. Jetzt geht's gleich weiter, Leute. Nach dem Interview hatte Aytekin Abi mindestens 6 neue Fans. Unser Typ schenkte uns sogar Gleitcreme. Keine Ahnung wieso. Das ist wohl ein thailändischer Brauch in Bangkok. Das Gute bei Aytekin ist, ja, es gibt über ihn so viel zu erzählen. Man könnte eine Doku eigentlich drehen, ne? Und das Allergeilste ist, es gibt sogar schon eine Doku von ihm. Müsst ihr googeln. Aytekin Toy, irgendwas, Mafia-Boss und sowas. Das ist zu krass. Und auch noch was, eins seiner größten Hobbys ist das Golfspielen. Hier haben wir gerade ein Golfcenter entdeckt. Und er sagt, komm, lass hingehen, anhalten. Er ist spontan, das gefällt mir auch. Man sieht ja, die meisten Leute, die erfolgreich sind, die sind so festgefahren, ihren Schema, können sich nicht frei bewegen. Aber der hat immer Bock auf Action, liebe ich. So, war die Kopf. My friend, good. Abi, du hast auch eine große Liebe zu Golf, ja? Nach Kampfsport ist Golf meine zweite Liebe zu Sport. Also ich liebe Golf. Golf, es sieht zwar sehr einfach aus, aber es ist nach Stabhochsprung die schwerste Sportart der Welt. Und es gibt einem die Ruhe, wenn du mit dem Golfplatz in der Natur bist, die Vögel zwitschern hörst, ist schon toll. Ich liebe es. Ich liebe es, in der freien Natur einzulochen und dabei auch Golf zu spielen natürlich. So, jetzt waren wir in diesem coolen Café, konnten ein paar kleine Eindrücke halten. Und jetzt gehen wir zu Siam Paragon, einem kleinen, wie soll ich sagen, Viertel in Bangkok. Sehr modern, sehr trendy. Und dort gibt es auch leckeren Kaffee und 1, 2 kleine Geheimtipps und vielleicht auch 1, 2 Weisheiten von Aytekin werden geteilt. Kommt mit. Und dann, Leute, ging auch die Autofahrt los. Das Allerwichtigste in Thailand ist immer Helm anziehen, besonders in Bangkok, da es sehr viel Polizei gibt. Aber ich war bei den Pfadfindern schon sehr vorbildlich und dann kamen wir an bei Siam Paragon. Seid gespannt. Man sieht, Leute, alles hier hochmodern, super System, alles geregelt, no stress, kein Hupen, kein Biepen. Ich liebe es. In Thailand über die Straße gehen, unmöglich, weil die Polizei ist da. Aber es gibt hier so schöne Brücken, die gibt es fast überall. Die überquert man und man ist am Ziel. Und here we go, Leute. Ich liebe diese Gegend. Es gibt hier nicht nur krasse Restaurants, sondern auch krasse Cafés. Es gibt hier auch krasse Modegeschäfte mit der neuesten Mode aus Bangkok. Auch die neue Veganer-Kollektion. Natürlich auch Massagen, ist ein Muss. Und so kleine romantische Stände mit Streetfood. Und hier ist auch eines der Lieblingscafés von Aytekin Abi. Mal schauen, ob er hier drin ist. Hat was, oder? Aber mit einer Rolltür. Sogar mit einer Rolltür. So war die Cup. Das ist nicht futuristisch.
Wir sind in so einem Hotel. Man kommt rein Abundance on my und lips. hier sind sogar die Schlüssel. Every breath Schlüssel zum Erfolg. is the Kleine süße Kuchen. what I seek seeks Und me wenn man back. reinkommt, als wäre man in einem Every Luxus dream's vergraben. on track. In einem alten Hotel. I am light, I am whole. Wenn du an dein früheres Ich reden könntest, ja, welchen Ratschlag würdest du dir da selber geben? Wenn ich mit meinem früheren Ich reden könnte, mit dem jüngeren Einzigen, würde ich alles lockerer angehen und nicht so wie am Anfang in dieser Zeit sehr aggressiv. Ich würde mir mehr Zeit nehmen für die Leute, die ich wirklich liebe, auch für die Familie, für Mama, Papa. Ja, das würde ich anders machen. Was gibt dir heute am meisten Kraft? Heute gibt mir am meisten Kraft verschiedene Sachen. Mein Umfeld, meine Familie, sogar meine Katze, meine Pferde. Ich mir selbst am meisten. Mit dem, dass ich auch mit mir zufrieden bin, dass ich mit vielen abgeschlossen habe und mit mir im Reinen bin. Ja, Freunde können natürlich nicht nur Entlastung, sondern auch eine Belastung sein. Und es gibt viele falsche Freunde. Aber nach einer Zeit ist das wie so ein Sieb, dass man das einfach nur aussiebt und nur ein paar Freunde bleiben, die richtigen Freunde. Und denen das nicht mal sagt und nur im Kopf weiß, dass das die richtigen Freunde sind. Weil mit der Zeit ändern sich die Freunde auch. Kommt eine Frau ins Spiel, kommen andere Sachen im Spiel. Ich sage immer, Erfolg, wenn Gott testet Menschen aus, wenn man Erfolg hat und wenn man Geld hat, dann erst. Und manche kommen dann zum Erfolg und danach entweder sind sie in einer anderen Szene, wie ich sehe auch momentan auch viel im Gespräch, Drogen, Zocken, Frauen, all das ändert natürlich eine Person. Du lebst da zwischen verschiedenen Kontrasten. Einmal lebst du in Luxus in Dubai, dann in Phuket, eher auf locker, Istanbul wieder Luxus. Wie kommt dieser Wandel? Ich war ein Kind der ersten Generation und wir haben nicht viel gehabt. Und dann hast du natürlich immer den Traum und immer Erfolg zu haben, irgendwie Ferraris, Lamborghinis oder keine Ahnung was alles zu haben und zu genießen. Und an der Zeit hast du das. Aber ich bin, wie gesagt, ich kann auch ohne viel zu haben, kann ich glücklich sein mittlerweile, ohne das Ganze zu haben. Und deshalb liebe ich auch in einfachen Verhältnissen dieses Flip-Flop-Life zu genießen. Und beides halt, wenn man es haben kann und wenn man dann weiß, dass man von nichts kommt und in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, kann man auch das genießen. Und was genießt du heute mehr am Leben, was du früher vielleicht nicht so genossen hast? Mit dem Alter habe ich schätzen gelernt, die Zeit. Das Wichtigste nach Gesundheit ist immer Zeit. Und deshalb danke ich auch vielen Freunden, auch dir manchmal, wenn du dir Zeit nimmst, dass ich dann zuletzt sage, danke für deine Zeit. Das ist nämlich das Wichtigste. Du gibst von deinem Leben die Zeit jemandem und das ist sehr, sehr wichtig. Also ich sehe das Leben wie so ein Handy ohne Aufladegerät. Wenn du es fallen lässt, auf einmal bist du halt tot im Leben. Manchmal in unnütze Sachen benutzt, geht es schneller vorbei. Und wenn dann halt dementsprechend das benutzt, nur für wichtige Sachen, dann hält das auch länger. Im Leben ist es genauso. Ich habe nie meine Zeit, die letzten Jahre für Unsinn genutzt. Mehr für meine Familie, mehr für Freunde, für mich selbst auch. Ich habe zum Beispiel meine beste Zeit, genieße ich, wenn ich meine Zigarre habe und ganz allein da rumsitze und nachdenke. Ich führe eigentlich eine Unterhaltung mit der Zigarre. Und jetzt, Leute, der Kaffeetest. Dieser Espresso ist brutal, ja. Gute Röstaromen, geile Location, gut klimatisiert und die Bedienung einfach super nett. Für mich, Bangkok, so far the best coffee. I give you all my money, okay? We can be friends. Wir haben gerade eben Kaffee verlassen. Jetzt will er uns ein besseres Kaffee zeigen. Aber schon das andere war von ihm gezeigt worden. Also überbietet sich immer selber. Ja, was ich an Bangkok schätze, ist, das ist die Vielfältigkeit. Auch die Mode. Auf dieser Straße siehst du mal, wenn du mal, egal wo auf der Welt bist, in Istanbul oder Dubai, da siehst du fast 90% haben die gleichen Sachen an. Natürlich Markensachen, aber alles gleich. Aber hier siehst du auch, dass das so vielfältig ist, dass die Jugend auch ganz anders ist.
Keiner guckt dir in die Augen und auf aggressiv, ganz nett, zuvorkommend und halt verschiedene Sachen, auch die Armut. 2 Straßen weiter ist die Armut, aber trotzdem sind die Leute alle nett. Alle sind glücklich, alle sind mit sich zufrieden. Mal schauen, was er uns jetzt zeigt. Aber das mit Bangkok auf jeden Fall recht. Man trifft hier Menschen aus der ganzen Welt und die Menschen sind hier weitaus modebewusster. Nicht nur schwarz und weiß, hier haben wir auch manchmal weiß und schwarz an. Und ein bisschen Gold. Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Einfach eine andere Welt, eine andere Liga. Man sieht die ganzen Modegeschäfte, die ganzen Indoor-Läden, die ganzen Designer-Sachen werden immer einheitlicher. Alles sieht fast gleich aus, auch die Automarken. Ja? Aber hier ist noch Kreativität. Ich liebe es. Und hier das Café. Glück. Man kriegt hier sogar eine Nummer. Und ich bin Lucky Number 7. Das ist auch bestimmt die Glücksnummer von Eitigen. Oh mein Gott, ist die 7. Das ist ein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Ich habe ja auch im Körper 7 Schusswunden. Eitigen, du hast ja eine sehr bewegte Vergangenheit. Du bist auch international erfolgreich. Mit diesem Lifestyle, den du lebst, macht man sich auch ziemlich viele Feinde, weil Menschen sind einfach gönnen nichts, sind eifersüchtig. Du bist so ein Typ, der polarisiert, der seine Meinung sagt. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, ist dahingestellt, aber ist mal dein Standpunkt auf jeden Fall. Und hast du da nicht manchmal Angst? Ich meine, du hast auch schon ein paar Anschläge, die auf dich verübt worden sind. Auf dich wurde schon geschossen. Wie gehst du mit dieser Thematik um? Denkst du nicht manchmal, was kann von hinten passieren, Paranoias oder so etwas? Davor hatte ich noch nie Angst gehabt und ich habe ja in meiner Jugend schon, als ich den Weg gegangen habe, damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Dass ich für immer in Gefängnis kommen kann, dass mir was passieren kann. Habe halt ein paar Anschläge hinter mir, das stimmt. Wurde schon auf mich geschossen und auch mit Messern eingestochen. Aber das ist nun mal so. Ich sage immer, wenn man den Berg nach oben steigt, wird es immer kälter. Und je kälter es wird, muss man sich halt mehr schützen. Ob das jetzt mit Jacken sind, mit Decken ist. Und deshalb habe ich mich immer versucht zu schützen. Und nein, überhaupt nicht. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Umso höher man den Berg hochsteigt, umso dünner wird die Luft, umso cooler wird es. Ich bin Sub-Zero, der Coolste. Bei dem Laden gefällt mir schon nicht nur der Name, Glock, sondern man kann hier sogar aussuchen, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall kann man hier was aussuchen. Bro, what is this? Ob du den Kaffee zart haben möchtest oder doch eher nicht zart, was auch immer das bedeutet. Aber auch technische Daten, wo der Kaffee herkommt, wie der Geschmack ist, wie das verarbeitet wurde, finde ich cool. Cooler Ansatz. Man kann sogar hier seinen Kaffee mit Blattgold garnieren lassen. Deswegen ist der Abi so oft hier. Sawadee Krab, Brother. Und oben geht es anscheinend weiter. Da ist noch ein Chillraum. Ich würde noch ein Shooting machen. Im 2. Stock einfach eine Chill-Out-Area. Auch geil gemacht. Die Distanz zum Fernseher ist nicht so groß. Die sollte normalerweise mindestens mal 3 Meter sein. Hier ist das so einen halben Meter. Not good for eyes, bro. Eyes, you look like Chinese. Man kann hier rüberkommen, kann seinen Kaffee austrinken, kann ein bisschen Playstation spielen, Nintendo und zahlt da eine kleine Gebühr. Ich liebe es. Kaffee. Leute, eine Sache noch, ich bin kein Kaffeeliebhaber. Ich mache in Kaffee immer 4, 5 Zucker rein, das nicht nach Kaffee schmeckt. Ja, deswegen. Verurteilt mich nicht. Shame on me. Leute, lasst mich euch auch eine Sache sagen. Hier, Thailand, Bangkok. Also, es gibt natürlich hier günstige Ecken, aber es gibt hier auch richtigen Luxus. Und das kann richtig teuer werden. Besonders Fine Dining Restaurants, die ich zu meinem Bedauern liebe. Ja. Das kann schnell ins Portemonnaie gehen. Die Gegend Siam Paragon, ja. Der Name setzt sich zusammen aus Siam, der ehemalige Name von Thailand. Para ist auf Türkisch, heißt Geld. Gon heißt auf Englisch weg. Also thailändisches Geld geht. Boom, Thailand, Geld geht. Das ist der Übergang, ja. Macht Sinn? Lernschule. Oder Lernsprachen. Schaut euch mal das hier an. Auch coole Kollektionen, coole Sachen. Wow. Oder hier so ungewöhnliche Läden wie Wannabe-Film. So, hier sucht man sich Utilities aus in dem Laden. Dann geht man in eine Videokabine rein, Fotokabine. Am Ende kommt so etwas raus. Wie geil ist das denn? Wow, das schwarze Magiergirl von Yu-Gi-Oh! Eitigen Toy, Szene 7. Hier kommen auch die ganzen jungen Thais. Viele sagen ja, Sena, du hast nur Scheiße im Kopf. Am Kopf, nicht im Kopf. Sie sind verhaftet. Eitigen.
Also pro Accessoire mehr geht es in Richtung YMCA. Das hat das mal ganz sympathisch gestartet. Supreme Motherfucker. Halt die Klappe. Die erste. Seid ihr auch schon auf unsere Bilder gespannt? Was sagt ihr zu den Schnappschüssen? Auch eine Sache, Leute. Humor ist das Allerwichtigste im Leben. Wer nicht über sich selber lachen kann, kann auch nicht über andere lachen. Deswegen lache ich so viel über andere. Und bei Aytekin auch, er hat einen guten Humor. Er nimmt das Leben, wer weiß, keiner von uns wird sich hier jemals Leben draus machen. Natürlich hat er seine Moralien, seine Werte, aber man kann mit ihm auf jeden Fall eine lustige Zeit haben. Jetzt gehen wir in diesen Laden rein und mal schauen, was es hier gibt. Alles ist auf der Stange, aber hier ist nichts von der Stange. Alles individuelle Dinge und let's go. Ich habe mir natürlich direkt ein Sailor Moon Shirt holen lassen. Jetzt werden alle sagen wieder, oh, wie gay ist das denn? Ah, dann ist das gay. Sailor Moon mit ihrer kleinen Tochter aus der Zukunft und ihrer Katze, Luna. Aytekin, es gibt ja hier sehr viele T-Shirts und so, ja, die sind ein bisschen hippie, flippy. Wenn du hier einen Shot aussuchen dürftest, welches dein Leben beschreibt, welches wäre das? Macht Sinn. Du kommst mir nicht in die Tüte. Du hast die Zauberkraft, du hast die Zaubermacht, oh Sailor Moon, oh Sailor Moon. Der ist auch gut. Flower Sniffing, Kitty Pitting, Baby Kissing. Aber nicht absteigen, bitte. Ich liebe es ja auch, gibt es auch so Vintage-Läden ohne Ende in Bangkok. Aber bei einem Mann ist das Wichtigste die Uhr und die Schuhe, finde ich. Man sagt ja, dass früher die Menschen ein bisschen härter im Leben waren und dass die mit der Zeit immer schwächer wurden. Zum Beispiel Thema Tierschutz. Ich habe mal so ein Video gedreht, da habe ich einen Hund gesehen mit 3 Beinen. Und dann habe ich so gesagt, oh, ein armer Hund, der hat nur 3 Beine, genau wie ich. Da gab es richtig einen Shitstorm dafür, ne? Die Peter, dann irgendwelche Hippies, irgendwelche Linken und auch irgendwelche Rechten auf einmal waren da, ne? Aber bei Aytekin gab es mal so eine ähnliche Situation. Schaut mal, was bei ihm passiert ist. Ich liebe Tiere, aber da war mal so ein Zwischenfall. Früher war das anders, da haben sich viele im Nachtleben mit Hunden beschützt, mit Pitbulls oder Bullterrier. Da gab es mal so einen Fall, da hat jemand so einen Hund auf mich gehetzt. Da habe ich den instinktiv, so spontan genommen und dann gegen so einen Golf reingeknallt, in die Scheibe rein. Als ich ihn wieder rausgeholt habe, war der Hund natürlich, die Hälfte war im Auto, die Hälfte hatte ich in der Hand gehabt. Und dadurch gab es auch natürlich Tierschutz, kam, Gerichtsverhandlungen. Ich habe dann so viel Geld bezahlt, damit hätte er 8 Hunde kaufen können. Man sagt, die andere Hälfte vom Hund ist hier heute in Bangkok. Schaut euch mal diese kleine Trinkflasche an. So, die Kopf. Was mir gut bei Aytekin gefällt ist, er reist gerne, sieht die Welt, lernt neue Kulturen kennen. Und die Tage sind Action bepackt. Die Nächte eher ruhig, aber die Tage Action. Also früher war ich natürlich sehr viel unterwegs, noch mehr als jetzt. Damals hat es mir auch gefallen. Ich war jung, habe mit 21 mein Ferrari gehabt. In jungen Jahren noch ein Bugatti, aber es hat halt Spaß gemacht, noch mehr wie jetzt, weil damals gab es diese EU nicht. Man hat auch in Frankreich mit Franc bezahlt, in Niederlande mit niederländischem Geld, war schon toll. War eine andere Zeit, ich war immer unterwegs. Stehen bleiben ist nicht für mich gedacht. Stehen bleiben tun nur Loser. Der gleichen Meinung bin ich auch. Ja. Wenn man stehen bleibt, ist schlimmer wie zurückfallen. Ich fahre lieber zurück, wie stehen zu bleiben. Denn stagnieren geht gar nicht. Aus Fehlern lernt man. Ich mache gerne Fehler. Viele sogar mehrfach. Auch hier wieder so kleine romantische Stände mit Früchten, mit Fake-Schmuck. Und auf der anderen Seite wieder kompletter Luxus. Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Doc Nose. Geht's nach 16 Kaffee, die wir heute hatten, zum Essen. Und danach wieder Kaffee trinken. Hier auch Leute, Fast Food aus der ganzen Welt, aber viele auch mit Empfehlung. Man sieht aber, hier ist auch alles maximum voll, ne? Schwer zu sitzen. Aytekin hat hier seinen Lieblingsladen für bekannten Reis mit Hähnchen, ja. Ich würde gerne hier hin, denn da ist eine Riesenschlange. Es muss gut sein. Zum Prozedere, man muss hier hingehen, Geld zahlen, kriegt dann so eine Karte. Und mit der Karte könnt ihr dann zu den jeweiligen Geschäften gehen und eure Sachen kaufen. Alles sehr steril, alles sehr sauber und guter Durchlauf. Und dieser Laden hat es mir angetan. Here High. Auf Englisch Here Shark.
Darmstadt, ihr wisst Bescheid. Der Laden, Leute, ist so gut laufend, dass sogar der Junge ein Schild hält, sold out, ausverkauft. Also keiner kann es mehr anstellen. Anscheinend hat der Laden auch eine Sterne-Empfehlung, also kein Stern, aber Empfehlung. Und er soll berühmt sein für den gebratenen Reis, Crab Fried Rice. Das bestellen wir auch. Also man kann das Ganze beobachten, was die hier machen. Sieht schon gut aus. Und Leute, was eine Mission, was eine Mission, was eine Mission. Jetzt habe ich so ein Ding bekommen, die Nummer 17, auf Arabisch 17. Garnelentaschen gefüllt. Sieht sehr fettig aus von der Konsistenz. Fluffig. Drin ist mehr Panade als Fleisch. Aber Soße ist cool. Das war das Vorspiel. Jetzt gehen wir zur Hauptspeise. Schauen, wie das schmeckt, der gebratene Reis. Das erinnert mich an den Reis, als ich ein kleiner Junge war und zum ersten Mal im Chinesen war. Genau der gleiche Geschmack. Aber ich glaube, es ist noch ein Teil der Experience, da anzustehen, zuzuschauen, wie das gemacht wird und so lange zu warten. Ich glaube, nach so lange Warten schmeckt einfach alles gut. Aber sehr lecker. So Leute, Essen fertig. Jetzt gehen wir mit dem guten Aytekin-Abi auf eine Bootsfahrt. Wo der gute Mann ist, weiß man nicht, ja? Aber wir werden ihn finden. Da bin ich mal gespannt. Was wollen wir trinken? 7 Tage, was wollen wir trinken? So ein Durst, ist es genug für... Rolla, rolla. Die Reise geht weiter. Wir fahren jetzt, wie gesagt, zum Pier. Navi sagt 37 Minuten. 10 als Kopf sagt 20 Minuten. Hoffentlich treffen wir Aytekin dort. Aber mit dem Verkehr kann es auch 2 Stunden sein. Krank. I am paid to exist. Abundance of Okay Leute, Aytekin ist mal nicht da. Eine Fußmassage für 8 Euro die Stunde geht immer, oder? Gibt schlimmere Wege, Zeit zu verschwenden. Sorry, all abundance flows back. I align with the flow. Every seed that Here we go, guys. Auf der anderen Seite von dieser Mall soll das Wasser sein. Und dort sind Boote, die durch die ganze Stadt führen. Auch schon cool. Wie so kleine Boote, wo die Leute alle ihre Gerichte machen, ihre Stände haben. Wie man sieht, gibt es hier auch einige schöne Stände mit Delikatessen. Vielleicht gibt es hier auch irgendwas Michelin-artiges, Sterniges, Starfruit, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass wir der Sache ziemlich nahe kommen. Wir kommen der Sache immer näher, Leute, immer näher. Schon mal eine sehr geile Aussicht, oder? Da ist er. Aytekin schon am Suchen nach dem perfekten Boot, nach der perfekten Welle. Schaut euch mal dieses heftige Center an. Heftig, oder? Die Gebäude auch schon recht hoch. BKK. BKK. Und da drüben, Leute, auch das berühmte Le Bourg Hotel, in dem Hangover gedreht worden ist. Mit der Bootstour wird heute ein bisschen zu eng, Leute. Und dafür gehen wir jetzt ein bisschen rein, schnacken da und sehen mal, was es hier zu bieten gibt. Ich habe im Internet geschaut, dass hier auch Jumbos ist, eine der berühmtesten Meeresfrüchteketten auf der ganzen Welt von Singapur, die bekannt ist für ihre Black Pepper Crab. Auch geil. Ich habe noch gestern mit Aytekin über dieses Restaurant gesprochen, was in Singapur so ein krasses Restaurant existiert. Black Pepper Crab, Chili Crab, und da sind wir. Und da sind wir bei Jumbos. Wow. Black Pepper Crab. Here we go. Black Pepper Crab, Leute. Wer es nicht kennt, holt euch das. Ja, ich habe in der Zeit, wo ich im Gefängnis war, natürlich auch viel gelesen. Auch Zeitungen und so. Und in der Zeit habe ich auch über die neue Technik vom Solarenergie viel gelesen. Und wollte ins Solargeschäft. Und habe mich da auch erkundigt, wo ich im offenen Vollzug war. Dann habe ich angefangen, dieses Geschäft zu machen. Habe dann meine Firma in der Türkei aufgebaut. Und am Anfang gab es natürlich ein paar gute Geschäfte, wo man dann mit mir nicht gemacht hat, weil ich ja durch meine Vergangenheit auch in den Zeitungen und Medien war. Und da gab es auch Leute, die kein Geschäft mit mir machen wollten, weil die gedacht haben, ja, was, wenn das Geschäft schief läuft? Ob ich dann irgendwie aggressiv werde? All diese Gedanken hatten die gehabt. Aber ich habe mich halt danach bewiesen, habe dann auch in der Türkei meine Solarfirma aufgebaut
und habe danach auch mit dem Staat zusammengearbeitet, indem ich dann für den Staat auch Anlagen gebaut habe, Solaranlagen gebaut habe. Das Geheimnis, richtig erfolgreich zu sein, ist, dass man die Ziele vor Augen hat und nicht aufgibt. Und natürlich auch viel dafür tut. Früh aufsteht, später schläft, aber auch viel arbeitet halt. Und vor allem korrekt arbeitet. Und dass man sich den Namen in dem Geschäftsleben nicht kaputt macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Ziele vor Augen hat. Wenn man Ziele vor Augen hat, dann kommt der Erfolg auch automatisch. Und man soll auch etwas machen, was man auch liebt. Und ich habe meine Arbeit immer geliebt. Und deshalb war ich auch erfolgreich. Also in Deutschland hat sich viel geändert. Die ganze Welt hat sich eigentlich geändert. Nicht nur Deutschland, auch in meinem Land, der Türkei. Jeder ist faul geworden. Es gibt jetzt mittlerweile Menschen zu 90%, die halt mehr, die leisten nicht viel, die wollen auch nicht viel leisten. Die wollen einfach Geld verdienen, auf die leichte Weise Geld verdienen. Keiner tut produzieren, jeder ist am Konsumieren. Das ist der Punkt. Und in den asiatischen Ländern siehst du ja auch selber, hier wird konsumiert, aber auch produziert. Das ist wichtig. Wenn man nur konsumiert, wie lange soll es denn gut gehen? Social Media beeinflusst natürlich die Menschen, auf jeden Fall, vor allem die Jugend. Aber ich sage, in unserem Land geht es ja auch nicht berghoch. Also da gibt es andere Sachen, die die Jugend auch noch versorgen. Das sind auf jeden Fall die türkischen Serien. Und generell, ob das jetzt Netflix ist, du siehst ja selber, alles was mit Einbruch zu tun hat, mit Drogen zu tun hat, ob Narcos oder keine Ahnung was für Filme, all die Filme sind beliebt. Und die Jugendlichen schauen sich das natürlich ab. Und die denken, okay, zum Schluss gewinnt immer das Böse. Aber das Böse gewinnt fast nie. Ja, meine Message ist an die Jugendlichen und überhaupt die Menschen ist, dass man auch sich weiterentwickelt, egal in was. Es gibt viele, die sich nicht weiterentwickeln. Als ich meine Solargeschichten angefangen habe, habe ich dafür erstmal die Gesetze dazu gelesen, auch was die Technik ist. Und egal was man auch macht, als Job sollte man erstmal jemanden dazu holen, der erfolgreich ist damit und auch einen Mentor haben. Wenn man einen Mentor hat und da einfach alles kopiert, was er erfolgreich macht, dann kann man nur zu Erfolg kommen. Also kopieren, egal was. Meiner Meinung nach haben noch viele Leute durch Social Media, durch Fernsehen, durch Internet irgendwie ein falsches Bewusstsein bekommen. Ja? Die sehen die ganze Zeit krasse Sachen und denken, das ist normal. Aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal, dass jemand Ferrari hat, Millionen oder so. Das ist einfach eine Reizüberflutung. Manchmal sieht man so auf Instagram einen High und denkt so, oh. Aber dann, wenn man im richtigen Leben einen sieht, ja, von weitem, man kackt schon die Hosen. Ja? Und das Gleiche ist mit diesen Sachen. Man nimmt durch das Internet viele Sachen, die jemand erreicht hat, auch zu selbstverständlich. Und da steckt wirklich sehr viel Arbeit dahinter. Oft dranbleiben, man braucht Mentoren, man muss die Methoden von den alten Mentoren aufarbeiten, man muss seinen Twist reinbekommen und das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Ja? Man kann einfach die ganze Soße ein bisschen verfeinern. Und wichtig ist auch nicht, dass man immer unter Mentor bleibt, sondern immer weiter wächst. Ja? Keiner will ein Minimi und keiner will auch ein Maximi. Deswegen ist es auch gut. Für mich gibt es auch nichts Schöneres, ja? Wenn ich einen Freund neben mir habe, wenn ich neben mir einen Freund habe, der mit mir erfolgreich wird. Ja? Weil der kann mich zum Essen einladen, wir können schön essen gehen, wir können Spaß haben. Ich muss nicht immer einladen. Wir können manchmal Autos tauschen, keine Ahnung. Ja? Das ist das, Leute. Also meine Message an die Jugendlichen und auch generell die Leute da draußen. Haltet euch nicht auf mit irgendwelchen Glaubensgeschichten oder Glaubenskriege oder Nationalität. Seid einfach ein guter Mensch. Es gibt für mich nur gute und schlechte Menschen, egal welche Nationalität, welches Glauben es auch ist. Und deshalb, das ist wichtiger als alles andere. Das andere ist nur Network Marketing, wo die Leute einfach nur damit Blödsinn Geld verdienen, sonst gar nichts. Popeye. Während wir hier geredet haben, hat der Bill hier schön gearbeitet. Schön alles am Lösen mit Handschuhen, keine Sauerei, purer Luxus hier in Thailand. Ich liebe es. Auch hier einmal Props an meinen Freund Vered, der mir Jumbos gezeigt hat in Singapur. I love you, bro, and miss you. Nach dem Essen, Leute, sagte Aytekin Abi, Senat, lass uns ein bisschen fahren. Auf einmal waren wir 2 Stunden mit dem Roller unterwegs und waren irgendwo in der Peripherie von Thailand.
Er sagt, hier ist ein Freund von mir. Es war der krasseste Muay Thai-Kämpfer der Geschichte. Rotang, Aitekin kennt Leute aus dem Nichts. Einfach nur krass. Und ich würde sogar ein Foto mit ihm machen. Jetzt, Leute, zeige ich euch ein Gym, was ihr euch nicht vorstellen könnt. Loksai Kondong. Ein Vater mit 12 Kindern, 9 Mädchen, davon sind 7 Stück einfach Weltmeister. Einfach in der freien Natur, aber ganz versteckt in Bangkok. Also nicht so leicht zu finden. Das hier ist Oldschool-Training. Hier haben wir auch eine der Töchter, mehrfach Weltmeister. Hier eine andere Tochter, auch Weltmeisterin. Auch Weltmeisterin. Und hier ist einfach aus dem Nichts Rotang, der bekannteste Muay Thai-Kämpfer der Geschichte, einer der stärksten überhaupt. Wieso ist er hier? Er ist mit einer Töchter verheiratet. Aber Leute, das ist richtig oldschool. Das ist richtig Muay Thai. Schaut mal, das kleine Mädchen, die haut dem Typ den Kopf weg. Wir sind zwar nicht beim Boxen, Leute, aber es geht hier auch Schlag auf Schlag. Wir hatten heute einen geilen Nachmittag gehabt, ja. Und jetzt geht's hier gleich weiter zu einem geilen Spanien. Wenn ich schon Kinder hätte. So Leute, wir sind hier im Restaurant angekommen. Arroz, einer meiner Lieblings-spanischen Restaurants. Und bei Aitekin merkt man, er ist richtig Alpha. Er kennt zwar den Weg nicht, aber er fährt vor. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen kommt es auch oft zu kleinen Irritationen auf dem Weg, aber wir kommen immer an irgendwie. Irgendwie kommen wir immer an. Er sagt, man würde mich an meinem Bullenblinker erkennen. Die Gegend hier heißt Tonglo, das ist so die Luxusgegend hier in Bangkok und das Restaurant ist nicht schlecht, ist sogar sehr gut. Ich liebe diesen Platz, Leute. Wenn ihr auf Paella steht, kommt auf jeden Fall hier rüber. Der Koch kommt auch aus Barcelona. Ich weiß ja nicht, ob viele von euch das wissen, aber Paella kommt hier ursprünglich aus Valencia. Das war früher ein Essen für arme Leute. Und die ursprüngliche Paella ist ja aus Hasen, aus Rind, aus Reis, aus allem zusammen. Das aber Allerwichtigste bei der Paella, ja, ist beim Reis die Kruste. Mal schauen, ob die sie hinbekommen. Und wisst ihr, woran man erkennt, dass ein Restaurant gut und authentisch ist? Die Leute von dem eigenen Land dort leben, kommen hier das Restaurant besuchen. Und die sehen sehr spanisch aus. Während ich hier Interviews mache, ist Aitekin wieder am Arbeiten. Und eine Sache, die man Aitekin auch lassen muss, ja, er ist gegenüber Essen sehr, sehr offen. Es gibt viele Menschen, die sind so festgefahren, die essen ihre Routine, trauen sich an keine neuen Sachen ran, aber nicht Aitekin. Der probiert alles und das ist auch eine Eigenschaft, die nicht jeder Mensch hat. Dazu muss man auch offen im Kopf sein für neue Sachen. Also ich teste auch sehr gerne Essen. Natürlich kein Schwein, aber ansonsten natürlich, so lernen wir auch die Kultur kennen eigentlich, wenn man dort auch ist, wo man auch ist. Manchmal bin ich in Ländern, dann mit Freunden, dann sagen die, ja, so, lass uns ein türkisches Restaurant so, das verstehe ich dann nicht. Weißt du, wenn man dann in Thailand ist, soll man thailändisch essen, wenn man in Vietnam ist, halt vietnamesisch. Und deshalb, ich liebe die Küche, generell die Weltküche. Obwohl Aitekin Moslem ist, gibt es doch manchmal Schwein auf dem Tisch, aber null Zahnstocher. Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Hände hoch. Der Abend wird mit einem Sangria gestartet. Ja, das ist ungewöhnlich, ja. 3 Esslöffel Sangria zum Mitnehmen. So Leute, auch eins meiner Lieblingsessen. Gambas Pilpil oder auch Gambas Alejillo genannt. Alejillo ist mit Knoblauch, ja. Und Pilpil ist das gleiche, nur mit Chili. Aitekin, wie wichtig im Leben ist Wissen? Ist Wissen Macht oder macht nichts Wissen nichts? Ja, Wissen ist natürlich Macht, klar. Je mehr man weiß, desto mächtiger ist man, finde ich. Aber ich finde, Menschen, die weniger wissen und nicht so schlau sind, haben es im Leben auf jeden Fall leichter. Manchmal ist es. Wieso? Weil man sich über vieles keine Gedanken macht. Weltpolitik, generell. Also es stört mich schon die Lage der Welt, dass so viele Leute hungern müssen oder jetzt mit dieser Epstein-Geschichte, mit den Kindern, was alles passiert. Das ist schon alles heftige Sachen. Also hier in Asien merke ich, dass ich kaum Fernsehen schaue und dadurch, wenn ich kein Fernsehen schaue, weiß ich auch nicht so viel über Nachrichten Bescheid.
Nach dem Gefängnis, nachdem du da lange Zeit warst, musstest du auf einmal in ein fremdes Land, in dem du noch nie länger warst als Urlaub, Türkei, ja? Wie war das für dich? War es dort schwer, Anschluss zu finden? Wie waren dort gibt es ja auch andere Organisationen, auch gefährliche Leute, ja? Wie haben die dich wahrgenommen? Warst du für die auch eine Bedrohung oder wollten die eher mit dir zusammenarbeiten? Also nach der Haft musste ich erstmal zum Militärdienst und dann bin ich auch lange in der Türkei geblieben, weil ich ja auch meine Eltern verloren habe, kurzzeitig danach. Und dann musste ich eigentlich damit erstmal klarkommen. Und ich habe als Geschäftsmann weiter mein Leben geführt, habe eine Solarenergie gemacht und danach, so wie gesagt, Blockchain-Technologie und habe mit dem Nachtleben in der Türkei gar nichts zu tun gehabt. Deshalb war mir das egal, wer da die Macht hat oder wer da zu tun hat. Eigentlich habe ich da überhaupt kein Problem mit gehabt. Natürlich waren welche da und wollten mich kennenlernen, aber ich wollte ja nicht kennenlernen. Gehören ja immer zwei dazu. Ich habe natürlich ein auffälliges Leben dort gehabt, mit Sportwagen und ich habe auch in Luxus gelebt. Und wenn dann in solchen Ländern wie unserem Land in Luxus lebst, kommen die Probleme automatisch. Aber wie gesagt, ich habe da auch gute Freunde, die zu mir stehen und zu mir gestanden haben und deshalb habe ich es eigentlich leicht gehabt zu leben dort. War das für dich so ein Schock, türkische Kultur zu Deutschland, als du umgezogen bist? Ja, ich finde, wir, die in Deutschland aufgewachsen sind, die Deutsch-Türken, haben mehr Vaterlandsliebe oder stehen mehr zu dem Land, wie die dort in der Türkei leben, definitiv. Keine Ahnung, woher das kommt, aber wir sind auf jeden Fall ganz, ganz anders, wie die in der Türkei aufgewachsen sind. Das wird jeder, der in Deutschland lebt, als Deutsch-Türke auch bestätigen, definitiv. Wir haben einen ganz anderen Bezug zur Türkei. Ob es jetzt, wenn es nur um Fußball geht, Nationalteam, dieser Nationalstolz, ist mehr bei den Deutsch-Türken wie bei den Türken in der Türkei. In der Türkei sage ich immer, die Menschen haben da mehr mit also die haben es eigentlich, die machen es einfach. Die haben irgendeine Fußballmannschaft, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Rake und Fisch essen, das sind ihre größte Sorge. Der Grund, warum die in Deutschland leben, die haben sich auch ein Leben dort aufgebaut. Mittlerweile haben ja viele Türken ihr Kapital da, Eigentum da. Kinder sind dort aufgewachsen, die fühlen sich sicherer. Wenn sie in die türkischen Nachrichten gucken, denken die, das Land ist nicht so sicher. Ist ja nicht nur Urlaub. Urlaub macht natürlich 4-5 Wochen Spaß, aber danach, das Leben ist nicht so leicht. Und deshalb ist halt Gewohnheit und die wollen ihrer Gewohnheit nachgehen, indem sie dann in Deutschland leben. Kinder sind da, Eltern sind da, Freunde sind da, Arbeit ist dort. Ganz andere Kultur. Das stimmt, was ich erlebt habe im Gefängnis, war natürlich diese strenge Einzelhaft. Ich habe zweimal im Monat Besuch gehabt, nur eine halbe Stunde. Halt mit Übersetzer und Polizeischutz und. Die Sachen waren schon hart. Und das Schönste, was waren natürlich die Besuche, wenn du Besuch hattest. Ansonsten gibt es da nichts Schönes zu reden. Im Knast habe ich nicht einen einzigen Freund gemacht, nein. Ja, ich wollte aus dem Gefängnis ich wollte damit abbrechen. Wenn ich jetzt draußen bin, dass ich halt mein ganz normales Leben aufbaue, ohne jemanden, den ich aus dem Gefängnis kenne oder mit der Vergangenheit, dass ich da wieder daran erinnert werde. Ja klar habe ich im Gefängnis krass Leute kennengelernt. Ich war ja im Hochsicherheitstrakt und im Hochsicherheitstrakt sind meistens entweder Massenmörder oder auch ehemalige Terroristen von der RAF oder von den revolutionären Zellen und ja, Hardcore-Häftlinge eigentlich. Natürlich habe ich viele Leute kennengelernt, ja das stimmt. Waren da welche dabei, die intelligent waren oder sonderlich dumm? Sonderlich dumme viele, aber auch intelligente. So Leute, während Aytekin am Arbeiten ist, bin ich hier am Aufnehmen. Ja. So Leute, das war's mit unserem Abendessen. Wir sehen uns morgen. Da geht's noch krass in Tour nach Ayutthaya oder sowas. Da wo Van Damme und Mortal Kombat gedreht worden ist. Das wird heftig. Kommt einfach mit. Und vorher geben wir so ein kleines Café noch. Da reden wir auch ein bisschen. Oder wie man in Spanien sagt, arriba, abajo, al centro, pa dentro. Am nächsten Tag. Da kommt die Bürgermeisterin. Sawadee Krap. All gut? Sawadee. Bei diesen ganzen Tempeln und so gibt es auch immer Spenden. Meistens sieht man da auch Essen und Trinken, meistens Cola, rote Fanta. Jetzt weiß man auch, warum der Buddha so dick ist, ne? Einfach am fremden Tisch gesetzt. Und die Leute lieben es, genießen es. Und der Bre hier
repariert den Reifen. Der sieht ein bisschen aus wie Mr. Miyagi. Ja, wir sind jetzt, hast du eben gesehen, wir wollten Trinkgeld geben. Und der hat sich mal angenommen. Wir haben zweimal angeboten, aber die sind halt nicht kommerziell. Jetzt in Thailand sind wir Phuket, wie wir es in Phuket das gerade erleben. Es geht jetzt mittlerweile nur ums Geld dort. Und hier gibt es schon noch ehrenhafte Menschen. Je tiefer man in Thailand reinfährt. Und deshalb sind wir jetzt unterwegs dazu. Umso tiefer man ins Landinnere geht, umso herzhafter werden die Menschen. Das, diese ganzen Hotspot-Dinger, die jeder kennt, diese Touristendinger, das ist alles eine Falle. Ich kann nicht mal sagen, auch Phuket, ja. Da sind vielleicht nur 15% der Leute sind Thailänder. Der Rest ist durchmischt. Das ist eine Hollywood-Kulisse oder eine Bollywood-Kulisse in dem Fall. Schade, wenn er wieder zurück ist, die Bürgermeisterin. Was hat sie da anzubieten? What is this? What is this? Fisch? Fisch, ja? Ah, nice. Wow. Und den Fisch, den ich vorhin gezeigt habe, hat sie in der Tüte gehabt. Und hier kann man das Ganze essen. Ist das nicht geil? Ist das nicht fresh? Ist das nicht local? Direkt vom Bach. Wow. Ich liebe sowas. Schaut das Ganze nur mal an, Leute. Sawadikap. Und hier Hygiene auch groß geschrieben. Man kann sich ja mal die Hände waschen, bevor du essen gehen. Organischer geht's nicht, oder? Frische Bananen. Frische Banana. Banana, Banana. Schaut euch mal an, Leute, wie geil hier die LKWs sind. Der erste Stopp, Amazonas Café, so eine Kette wie Starbucks für Thais. Eigentlich nicht schlecht. Falls ihr eine Arbeit sucht, ihr könnt euch bewerben. So, heute bestellt das Gesunde. Ich bestelle uns das bisschen andere Essen. Das bisschen andere Thailändisch. Teile. Chicken Wings, thailändisch. Obwohl es regnet, Leute, ist mir eine Sache eingefallen. In 7-Eleven gibt es so Regenjacken. Die kann man dafür ein paar Mark 50 kaufen. Und dann wird man nicht mehr nass. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Und was ist hier für ein Laden? Hallo! Ich muss durch den Mund. Hey, hier gibt es frische Crepes. Sieht aus wie so ein gelber Sack. Für Plastik. Mitten auf der Straße diese Früchtestände, Wassermelone und ein Schlangenstatuenladen. Wer kennt das nicht? Ich gegen die Sonne. Mal richtig heftig, oder Leute? Wer sagt hier? Wer will sowas nicht geil im Garten haben? Und mit diesen LKWs wird alles geliefert. Oder auch nicht. Vielleicht laber ich einfach zu viel Scheiße. Es geht jetzt weiter. Auf 25 Kilometer, Leute. Seit AB hat mich fast getötet. So Leute, wir sind nicht mehr weit weg. Nur noch 10 Minuten. Dann sind wir schon beim berühmten Tempel und treffen vielleicht schon über da. Wow. Schaut euch mal das an, Leute. Diesen krassen Sumpf. Wow. Einige Fakten zu Ayutthaya. Ayutthaya war 1350 bis 1767 die Hauptstadt von Siam, eines der größten Reiche von Südostasien. Auch hier wurden krasse Filme gedreht, der berühmteste von Jean-Claude Van Damme, der Kickboxer. In den Ruinen spielt das Ganze ab und die werden wir gleich auch einmal besuchen. Und einer der ikonischsten Punkte, den es hier zu sehen gibt, ja, ist der eingewachsene Buddha-Kopf in der Erde, Wat Mahatat nennt sich. Und einer der ikonischsten Punkte, den es hier zu sehen gibt, ja, ist der eingewachsene Buddha-Kopf in der Erde, der umschlingt ist. Und die riesigen Tempelruinen sind UNESCO-Weltkulturerbe natürlich. Ich bin wirklich gespannt wie ein Teddybär. Die Stadt wirkt wie eine andere Welt.
und ist nur 80 Kilometer von Bangkok entfernt. Mal schauen, was uns da so erwartet. Einfach aus dem Nichts, Leute, random, so riesen Elefanten. Diese Farbe habe ich noch nie gesehen. Und hier, Leute, wenn ihr keine Würde und Respekt vor Tieren habt, könnt ihr auf Dingern auch reiten. Wie so Bastarde. Aber ich merke schon, wir kommen der Sache ganz schön näher. Schaut euch mal den Tempel da hinten an. Tada! Da haben wir diesen berühmten Tempel, Leute. Wie krass ist das denn? Und hier nochmal diese besonderen Elefanten. Die sehen echt wirklich anders aus als andere Elefanten. Ich weiß, weil diese Tempel sehen einfach nur heftig aus. Man zahlt hier aber nicht viel. Das Gute ist, Thais zahlen nur 25 Cent und Ausländer ungefähr 2,25 Euro. Einer der wichtigsten Punkte für die Buddhisten auf der ganzen Welt. Da drüben ist auch ein Eingang. Mal schauen, wie wir reingehen können. Hier ist das Schild, Leute. Jetzt zeige ich euch einen Geheimtrick. Schon mystisch, Leute. Schon mystisch. Ein krasser Ort, Leute. Ein Ort der Magie. Das kann ich euch sagen. Ich kann es nicht lassen. Immer auf dem Weg wieder. Es ist schon krass, wenn man sich diese ganzen Gebäude anschaut und wie die Leute das gemacht haben. Das ist eine richtige Handarbeit. Da mussten viele Leute dran arbeiten. Da war nichts mit Geometrie, Muster, dies, das. Wahrscheinlich auch schon, aber nicht wie heute. Ja. Keine Maschinen auf jeden Fall. Alles handgemacht. Und wenn man hier ist, man fühlt das, ja, dass hier viel passiert ist. Hat was. Manchmal man geht in so ein, keine Ahnung, Gebäude, 100 Stockwerke und denkt so, was für ein Schrott. Aber hier, ich liebe es. Auf schöne Expeditionstour. Leute, ich sage euch, ich bin der größte Teufel, den es gibt. Ich habe das Schild umgedreht und der Typ ist jetzt einfach hochgegangen. Der weiß nichts davon. Nicht, dass der Typ verhaftet wird. Leute, ich muss es jetzt auch machen. Der Typ traut sich auch, ich mach's auch. Alter, mach mal ein Video. Ich habe den Typ hier reingebracht, jetzt bin ich auch hochgegangen. Ansonsten hier unten geht's weiter. Einfach nur krass. Natur pur. Hier ist viel Geschichte, Leute. Vom alten Khmerreich. Ich liebe es. Hier kann man nur ahnen, was wohl passiert ist. Eigentlich war es der Krieg mit den Burmesen, aber ja. Ich wollte es ein bisschen mystischer aussehen lassen, als es ist. Hier wird noch Hand in Hand gegangen. Ich liebe es. Eine Sache fällt hier auch besonders auf. Umso mehr ihr in der Peripherie seid, außerhalb, ja, werden die Leute lockerer, offener. Schon scheiße. Jetzt besuchen wir aber auch einen krassen Platz. Wir besuchen den Buddha-Kopf. Alter Genabi, bist du ready? Jetzt zum Wat Mahatat. Mal schauen, ob hier der Totenkopf ist. Der Buddha-Kopf, Entschuldigung, der Buddha-Kopf. Doch bevor ich das zeige, geht's erstmal hier weiter. Ihr wisst ja überall, wo ich bin, wird ein Magnet gekauft oder mitgenommen. Diese schönen Magnete, ja. Diese schönen Magnete, ist nichts Besonderes. Und auch die Getränke, faire Preise. Hier ist nicht so richtig teuer, ich mag das. Auch erster Eindruck von den Menschen hier, von den Verkäufern. Wirklich alles sehr, sehr nette Leute, sehr cool und keine so Abzocker. Manche sehen natürlich ein bisschen anders aus.
Hier ein kleines süßes Café. Bisschen Kraft tanken. Bisschen Kraft tanken, Leute. Und noch einige kleine selbstgemachte Sachen. Kuchen sieht auch nicht schlecht aus. Mal schauen, wie es schmeckt. Und der Garten, wunderschön. Und jetzt geht zum zweiten Tempel. Natürlich auch hier wieder zahlen. Aber wieder nur 2 Euro. Schaut euch das mal an, Leute. Wie heftig ist wohl das denn? Vielleicht treffen wir hier Van Damme. Und auch der Platz ist gefüllt mit Touristen. Hier mit Muskelshit darf man nicht rein. Der Typ hat eh keine Muskeln. Aber rein darf er trotzdem. Schaut euch das mal an. Hier ist aber der Buddha-Kopf im Baum reingewachsen. Und hier auch die berühmte Szene von Kickboxer. Ist das nicht heftig? 1767 wurde Ayutthaya von der birmanischen Armee zerstört. Viele Buddha-Statuen wurden enthauptet, entweder aus religiösen Gründen oder Demütigung oder um wertvolle Teile zu entfernen. Dieser Kopf blieb am Boden liegen. Mit der Zeit wuchsen die Wurzeln eines Banyan-Baumes um ihn herum. Viele Buddha-Statuen, die Bedeutung ist ganz easy. Die Wurzeln symbolisieren, dass die Natur alles überdauert, selbst Zerstörung und Imperien. Oder auch die Vergänglichkeit. Selbst große Reiche fallen. Ayutthaya war einst eines der mächtigsten Königreiche Südostasiens. Und heute Van Damme Movie. Nennt mich ein Lügner. Und für thailändische Verhältnisse ist es ziemlich gerade. Sawadee Krap. Welcome to Thailand. Nice to meet you. Hier sieht man nochmal seit dem Krieg von einer Buddha-Statue wurde der Kopf abgehauen oder abgeschlagen, abgetrennt, abgefackelt. Sowas Ähnliches passiert auch gerade in Europa, oder? Irgendwas mit Moslems und sowas. War da nicht etwas? Ich kann es euch immer wieder sagen, Leute. Wenn ihr was Neues lernen wollt, lest ein altes Buch. Die Geschichte wiederholt sich wieder und wieder. Trotzdem lernen es die Menschen nicht. Was viele nicht wissen, ja, jetzt kommt ein Geheimfakt. Nicht nur Kickboxer wurde hier gedreht, auch Mortal Kombat. Deine Seele gehört mir. Hier noch eine der wenigen Statuen, die noch einen Kopf hat. Die Burmesen waren nicht zu groß. Oh. Wie ihr sehen könnt, die meisten Touristen hier sind alles Asiaten. Man sieht hier kaum Europäer und nur ein Mohikaner, Aytekin Toy. Der Zahn der Zeit, oder der Zahn der Zeit, aber auch spirituelle Ruhe, trotz Zerstörung des ganzen Reiches wirkt das Gesicht des Buddhas ziemlich ruhig und cool. Und dieser magische Ort, Leute, sollte uns eigentlich was zu lernen geben. Ja? Es gab Krieg, Thailand war ein Superland, Siam, dann kamen die Burmesen, waren auch ein Superreich, wurden aber auch alle wieder zurückgebracht. Und das sollte uns eigentlich sagen, ja? Weil die Geschichte sollte uns lernen, dass wir Menschen zusammenhalten sollen. Ja? Also es wird heutzutage immer mehr versucht, verschiedene Gruppen zu machen. Jeder will Macht, jeder will Geld daraus ziehen, Profit. Es geht da wirklich wenig um Freiheit. Wir Menschen haben so viel gemeinsam. Ich war mittlerweile schon in 102 Ländern und wir Menschen ticken alle ziemlich gleich. Wir haben ähnliche Werte. Bei manchen stehen manche Sachen drüber, manche drunter, aber die Grundwerte sind sehr ähnlich. Wie in der Mathematik, ja. Der Nenner zählt, nicht der Zähler. Man soll nicht zählen, was wir unterschiedlich haben, sondern was wir gemeinsam haben. Das verbindet uns. Und auch dazu hat unser Herr Aytekin Toy etwas zu sagen. Vor ungefähr fast 25 Jahren auch einen kurdischen Präsidenten gehabt, Turgut Özal. Der war ja kurdische Abstammung. Also ich finde, diese ganzen Kurden, Türken, Aleviten-Politik, es geht da nur um Macht haben, um Geldmacherei, wie auch überall auf der Weltpolitik, finde ich. Sogar hier siehst du ja, wie viele 100 Jahre es vorbei ist, wurden an Steinen, die Köpfe enthauptet von irgendwelchen Buddha-Figuren. Also so siehst du ja, es geht nur um Macht und um Geld, das war's. Mehr geht's da nicht. Die Unterteilung zwischen Kurden und Arabern und egal um was es geht immer um Geld. Auch wenn es um Islam geht. Ja, das sage ich sowieso immer. Also wir Menschen sollten sowieso immer was gemeinsam zusammentun. Also als Mensch. Es gibt für mich jetzt, ob der schlecht ist oder der eine schlecht ist, im Endeffekt bekommen wir es bei der eigenen Familie mit. Dass jeder unter der Familie schon Stress hat. Also für mich gibt es nur gute Menschen, schlechte Menschen. Egal welcher Glaube, welche Nationalität, welche
keine Ahnung, welche, ob Buddhismus, Christentum oder Islam. Ein guter Mensch sollte man sein. Dass alle Chinesen gleich aussehen, die ziehen sich auch alle gleich an. Für viele sind Zäune ein Hindernis. Doch für Aytekin nur ein Grund, sein rechtes Bein zu strecken. I love it. Es gibt einfach gewisse Orte im Leben, die eine gewisse Ausstrahlung haben. So wie die Augen dieser Frau. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Leute, ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen über Aytekin beantworten. Wer er ist, was er war, wo er hin will, was seine Ziele sind. Und es gab noch einige Fragen von euch. Auf Instagram hatte ich eine Fragerunde gestartet. Und dann sind wir auch durch. Dann reicht es noch. Ein Zuschauer möchte wissen, was war die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die dich zu dem geführt hat, wo du heute stehst und bist? Die beste Entscheidung meines Lebens war, mit 11 habe ich gesagt, dass ich für keinen arbeiten werde auf dieser Welt. Ich habe es auch nie getan. Was ist ein Mann? Ein Mann ist jemand, der sich für seine Familie Zeit nimmt. Sollten Frauen wählen dürfen? Selbstverständlich. Woher kommst du genau? Aus Uşak, Banas, Was ist deine Religion? der Islam. Aber ein guter Mensch zu sein, das ist meine Religion.